Ernst Udet. Ritterkreuzträger halten die Ehrenwache am Sarge des heimgegangenen Generalluftzeugmeisters, der sich um den Aufbau der deutschen Luftwaffe unvergängliche Verdienste erworben hat. Der Führer betritt den Ehrensaal des Reichsluftfahrtministeriums. Der Führer drückt der Mutter sein Beileid aus. Der Reichsmarschall spricht zum letzten Male zu seinem alten Kampfgefährten. In seiner Rede nennt er ihn seinen besten Kameraden, der durch seine Taten unsterblich geworden sei. Er werde immer zu den größten Helden Deutschlands zählen. In seinem Lebenswerk hinterlasse er uns ein Erbe, das die Zukunft mitgestalten werde. Wir zeigen einige Bilder vom Wirken und Schaffen Ernst Udets nach dem Weltkriege, aus dem er mit 62 Luftsiegen heimkehrte. 1926. Meister Udet zeigt Kunstflüge auf dem Osterflugtag in Staaken. Ein Jahr später, großer Flugtag in Tempelhof. Udets fliegerisches Können reißt die Massen zur Bewunderung hin. Seine Leistungen sind einzigartig. Udets Kühnheit kannte keine Grenzen. Hier der Flug über das Zugspitzmassiv und die Landung am Schneeferner. Der deutsche Film hatte an Ernst Udet einen begeisterten und stets einsatzbereiten Mitarbeiter. Nach seiner Arbeit an dem Arnold-Fanck-Film Stürme über dem Mont Blanc unternahm Udet einen Forschungsflug nach Afrika, von dem er eine einzigartige Kamerabeute mitbrachte. Aufnahmen aus dem Film SOS Eisberg, dessen Höhepunkt Udets Flüge über das ewige Eis Grönlands waren. Juli 1933. Großflugtag in Los Angeles.
Hier nahm Udet als einziger deutscher Flieger teil. Luftrennen in Chicago. Eine damals einmalige Leistung, Looping und Landung mit abgestelltem Motor. Udets Liebe galt vor allem der deutschen Jugend, der er stets ein leuchtendes Vorbild war und auch immer bleiben wird. Szenen aus seinem Film Wunder des Fliegens.
Glauben Sie sicher, ich werde nie ein richtiger Flieger werden? Diesmal hast du Pech gehabt. Aber wenn es auch mal schief geht, Jugend muss wagen. Diesem Wort, das er Deutschlands fliegender Jugend zurief, ist Udet bis zu seinem letzten Atemzuge treu geblieben. Persönlicher Einsatz war seine Losung. Die letzte Aufnahme von Ernst Udet, der Generalluftzeugmeister, erstattet dem Reichsmarschall Bericht. Der letzte Gruß des Führers. Überführung zum Invalidenfriedhof. Reichsmarschall Hermann Göring erweist seinem alten Frontkameraden die letzte Ehre. Neben dem größten und erfolgreichsten Jagdflieger des Weltkrieges, Manfred von Richthofen, findet Ernst Udet seine letzte Ruhestätte. Abschied von Generaloberst Ernst Udet. Ritterkreuzträger halten die Ehrenwache am Sarge des heimgegangenen Generalluftzeugmeisters, der sich um den Aufbau der deutschen Luftwaffe unvergängliche Verdienste erworben hat. Der Führer betritt den Ehrensaal des Reichsluftfahrtministeriums. Der Führer drückt der Mutter sein Beileid aus. Deutschland trauert um Oberst Mölders. Ritterkreuzträger der Luftwaffe halten die Ehrenwache am Sarge des toten Fliegerhelden. Der Führer erscheint, begleitet vom Reichsmarschall, zum feierlichen Staatsakt im Ehrensaal des Reichsluftfahrtministeriums. Die Auszeichnungen von Werner Mölders, der mit 115 Luftsiegen der erfolgreichste Jagdflieger der Welt war. Der letzte Gruß des Führers.
Überführung zum Invalidenfriedhof. Am Grabe Manfred von Richthofens vorüber wird Werner Mölders zu seiner letzten Ruhestätte getragen, die dicht neben der Gruft Ernst Udets liegt. Nachwuchs für die Jagdfliegerei. Heilungshöhe! Frontreden! Ritterkreuzträger Oberst Trautschloff spricht zu Fliegern, die sich freiwillig für die Reichsverteidigung gemeldet haben. Meine Kameraden, Sie haben hier neben zahlreichen anderen Flugzeugführern, die Zahl geht in die Tausend, sich freiwillig zur Jagdfliegerei gemeldet, um damit das Reich vor den einfliegenden Feindverbänden zu schützen. Die neue Aufgabe, die hier auf Sie wartet, ist hart. Aber die Erfolge der letzten Zeit haben bewiesen, dass gerade unsere jungen Nachwuchsflieger ganz besonders schneidige Erfolge gehabt haben. Sie, die mit reichen fliegerischen Erfahrungen zu uns kommen, werden in kurzer Zeit dieselben Erfolge haben. Die Heimat stellt in ebenso harter Arbeit die Flugzeuge für Sie bereit, die Sie in kurzer Zeit zum Kriege führen werden. Ich wünsche Ihnen allen mit dem harten Einsatz Hals- und Beinbruch. Entgegen den Erwartungen und Hoffnungen unserer Feinde hat sich der Nachwuchs unserer Tag- und Nachtjäger hervorragend bewährt. Eine Staffel der einmotorigen Nachtjagd, der sogenannten Wilden Sau, landet nach einer der schweren Luftschlachten in ihrem Heimathorst. Meldung beim Gruppenkommandeur. Der im OKW-Bericht genannte Feldwebel Hartl, ein Nachwuchsflieger der deutschen Nachtjagd, der in den Abendstunden des 24. März 4 viermotorige Bomber abschoss. Feldwebel Hartl hat in seinen ersten 7 Flügen 11 Gegner vernichtet. Generalmajor Galland verfolgt anhand der Meldungen den Einflug größerer Feindverbände. Oberstleutnant Gollow. Über See fliegt die erste Feindwelle an. Marineflak nimmt das Feuer auf. Abschuss! Der von Jagdverbänden geschützte Bomberpulk kommt näher. Diese Versuche haben allein im Monat März den Feind 1000 viermotorige Bomber gekostet.
Eine Einflugmeldung wird weitergegeben. Einbau der automatischen Kamera in ein Jagdflugzeug. Eine Verletzung hindert ihn nicht, weiter gegen den Feind zu fliegen. Start. Jäger starten. Deutscher Verband im Anflug auf den Feind. In den Städten zwingt der Alarm die Menschen in die Bunker und Schutzräume. In den Fabriken besetzen die Brandwachen ihre Plätze. In Krankenhäusern werden die Patienten in bombensichere Bunker gebracht. Die Feindverbände kommen näher. In einem Jagdgefechtsstand ist jede ihrer Bewegungen unter Kontrolle. Flugzeugbereich von Ludwig 5 nach Ludwig Kurfürst 45. Uhrzeit 40. Toni Quelle, 10 viermotorige Flugzeuge, Liberator, hoch mit Westkurs. Dabei viele deutsche Jäger. In Ulrich Ludwig 3 Viermod im Luftkampf mit Jägern. Unsere Jäger sind an den Feindpulk herangeführt und greifen an. Die Luftschlacht beginnt. Zerstörer greifen ein. Der Himmel ist vom Blitzen explodierender Flakgranaten, vom Leuchten der Geschossspuren und von den Bränden der angeschossenen Maschinen durchzogen. Angriff aus nächster Nähe. Motor in Flammen. Ein viermotoriger schert auf dem Verband und versucht durch die Wolken im Tiefflug zu entkommen. Der Jäger sitzt hinter ihm und vollendet den Kampf. Bomben fallen im Notwurf. Auf einem Feldflugplatz im Osten ist das Schlachtgeschwader Immelmann zur Feier seines 100.000. Feindfluges angetreten. Links Brillantenträger Major Rudel, der Chef einer Luftflotte, Generaloberst Desloch,
schreitet mit dem Kommodore Eichenlaufträger Oberst Stepp die Front der angetretenen Besatzungen ab. Zwei neue Ritterkreuzträger des Geschwaders Immelmann. Unsere Stuka sind unermüdlich im Einsatz. Tag und Nacht stürzen sie sich auf die Bunkerlinien, auf die Bereitstellungen und auf den Nachschub des Feindes. Ihr Einsatz ist am Kuban-Brückenkopf von entscheidender Bedeutung. In enger Waffenkameradschaft kämpfen vor allem unsere Schlachtflieger mit den Erdtruppen zusammen. Ein Schlachtfliegerverband startet zum Angriff auf Anmarschstraßen der Sowjets. Geschlossen stürzen die Staffeln auf ihre Ziele. Eine Nachschubstraßen liegt unter ihnen. Stürzt auf ihr Ziel. Treffer der sowjetischen Flak in der Tragfläche. Mit Bomben und Bordwaffen wird der Nachschub des Feindes bekämpft und schwere Breschen geschlagen. Die deutschen Operationen kennen keinen Stillstand. Als unsere Truppen in Dünkirchen eindrangen, starteten zur selben Stunde stärkste Verbände unserer Luftwaffe zum überraschenden Angriff auf die militärisch wichtigen Ziele von und um Paris. Von allen Seiten brausen die Geschwader heran. Der Feind bekommt aufs Neue zu spüren, dass die deutschen Flieger sich bald schon nach Beginn der großen Mai-Offensive die Herrschaft über den französischen Luftraum erzwungen haben. Wir sind da. Ja. Feindliche Flugabwehr schießt Sperrfeuer. Die Szene liegt unter uns.
Volltreffer auf einen riesigen Verschiebebahnhof. Auch dieser Treffer sitzt haargenau auf den Gleisen. Tage der Einnahme von Paris meldete der deutsche Wehrmachtbericht den Beginn des Frontalangriffes auf die Maginot-Linie am linken Flügel der deutschen Front. Im Morgengrauen dieses Tages wurde Frankreichs mächtigstes Verteidigungswerk, das für alle Zeiten ein unüberwindlicher Schutzwall gegen Deutschland sein sollte, mit einem gewaltigen Granathagel überschüttet. Luftgeschwader aller Art greifen in den Kampf ein. Unter uns die Maginot-Linie. Ein großes Werk wird bombardiert. Stukas greifen einzelne Bunker an. Deutsche Sturzkampfflugzeuge im Anflug gegen die Insel. Sie wurde am 3. Oktober im Zusammenwirken von Luftwaffe, Kriegsmarine und Heer durch eine Landungsoperation erobert. Die deutschen Maschinen fliegen an der Küste entlang und beschießen feindliche Stützpunkte mit Bordwaffen. Größere feindliche Stellungen werden mit Bomben belegt. Gleichzeitig erfolgt die Annäherung von See her. Bombeneinschläge aus einigen britischen Flugzeugen, die sich vergeblich dem Landungsunternehmen entgegenwerfen. Das Unternehmen wird trotz dieser Störungsversuche planmäßig fortgesetzt. Kamerad,
wer wird in den morgendlichen Mann an den Wein kommen, nach England. Wer wird im morgendlichen Mann an den Wein, wer wird in den morgendlichen Mann an den Wein kommen,